Stell dir vor, nie wieder Supermarkt, nie wieder Pestizide, volle Kontrolle über dein Essen, auf nur 2 Quadratmetern. Unsere Technologie macht jeden zum Selbstversorger. Es ist Gardening 2.0. Das Versprechen klingt herrlich. Unabhängigkeit, Bioqualität, Designambiente. Alles gesteuert per App. Ein Lifestyle-Traum für die Großstadt. Aber was, wenn dieser Traum eine Lüge ist? Was, wenn die Studien, die diese Startups zitieren, gar keine Studien sind? Wir haben uns durch die Hochglanzbroschüren gewühlt und mit Agrarwissenschaftlern gesprochen. Und wir haben nachgerechnet. Spoiler, auf 2,2 Meter werdet ihr nicht autark. Ihr werdet höchstens arm. Fangen wir mit der Basis an. Was braucht ein Mensch? Ernährungsdaten zeigen, wir essen in Deutschland ca. 80 bis 100 Kilogramm Gemüse pro Jahr und Kopf. Das ist der Berg, den wir anbauen müssen, wenn wir autark sein wollen. Die Startups sagen, das geht auf 2 Meter Tier. Was sagen die Experten, ob diese Rechnung aufgeht? Ganz klares Nein. Das ist biologisch unmöglich. Um eine Person ganzjährig mit Gemüse zu versorgen, und da reden wir noch nicht von kalorienhaltigen Sachen wie Kartoffeln, braucht man selbst bei sehr intensiver Bewirtschaftung mindestens 20 bis 40 Quadratmeter. 2 Quadratmeter reichen vielleicht für die Salatbeilage am Sonntag, aber nicht für Autarkie. Das ist die Realität. Auf 2 Meter holt ihr im besten Fall 10–15% eures Bedarfs heraus. Die Werbung verspricht Souveränität, liefert aber nur Garnitur. Aber okay, vielleicht will man ja gar nicht 100% autark sein. Vielleicht will man einfach nur geiles Gemüse und ein schönes Ambiente. Was kostet der Spaß? Wir haben uns 3 große Anbieter angesehen. Die Einstiegssysteme kosten zwischen 500 und 1200 Euro. Dazu kommen Spezialdünger, meist ein Abo, Seedpads, auch ein Abo und Strom für Pumpe und LEDs. Rechnen wir das mal gegen. Wie viel Biotomaten muss ich ernten, damit sich ein 800-Euro-System rechnet? Selbst bei utopisch guten Ernten und 0 Fehlern. Es dauert oft 10 bis 15 Jahre, bis sich die Investition amortisiert. Das Problem? Die meisten Pumpen und Sensoren in diesen schicken Kisten halten nicht so lange. Viele Nutzer berichten in Foren von Defekten nach 1–2 Jahren. Das ist kein Gardening 2.0. Das ist ein Lifestyle-Gadget mit Verfallsdatum. Ein weiteres Versprechen. Wir gärtnern nachhaltig und ressourcenschonend. Aber wo kommt die Energie her? Die Werbung zeigt Pflanzen im Sonnenlicht. Viele dieser Systeme nutzen aber energieintensive LEDs, damit die Pflanzen in der dunklen Ecke überhaupt wachsen. Und der Dünger? Der kommt oft als Minerallösung in Plastikflaschen per Post. Wo ist da der Kreislauf? Wir haben nach wissenschaftlichen Studien der letzten 3 Jahre gesucht, die die Ökobilanz dieser Home-Systeme untersuchen. Das Ergebnis? Die graue Energie, also der Energieaufwand für Herstellung, Plastik, Transport und Betrieb, ist oft höher als der gesparte Transportweg der Supermarkttomate. Es ist ein Nullsummenspiel, verpackt als Klimarettung. Es ist die Nespressoisierung des Gartens. Du kaufst eine teure Maschine und bist dann gezwungen, die teuren Kapseln, die Seedpads beim Hersteller zu kaufen, weil andere nicht passen. Wir haben eines der führenden Startups mit unseren Recherchen konfrontiert. Wir wollten wissen, wo sind die Studien, die eure Autarkieversprechen belegen? Die Antwort: ein langes Marketing-Statement. Man unterstütze die Menschen auf dem Weg zur Selbstversorgung und biete ein intuitives Erlebnis. Zu den harten Zahlen für 2 QM Autarkie? Kein Wort. Experten, was ist der Fazit zu diesem Trend? Es ist eine gefährliche Entfremdung. Diese Systeme suggerieren, Gärtnern sei wartungsfrei und Technologie könne Naturgesetze aushebeln. Das stimmt nicht. Echter Gartenbau braucht Erde, Wissen und Zeit. Urban Farming ist wichtig, aber nicht in dieser teuren, appgesteuerten Monokulturform. Garten und Ambiente? Ja, das können diese Systeme. Sie sehen schick aus, solange die Pflanzen leben. Aber wie man auf 2 Kilometern autark Gemüse anbaut? Die Antwort lautet: gar nicht. Die Startups verkaufen uns ein Gefühl von Freiheit, das sie biologisch gar nicht liefern können. Es ist eine Lifestyle-Blase, die auf Desinformation und der Sehnsucht nach Natur basiert. Ihr wollt wirklich Gemüse anbauen? Kauft euch Erde, einen Topf und Samen für 5 Euro. Das ist nicht 2.0, das hat keine App. Aber es ist ehrlich und billiger. Ich bin Youssef Galal von Weltverstehen. Wenn euch diese Recherche gefallen hat, lasst ein Abo da und schreibt in die Kommentare:
Wie viele Tomaten habt ihr dieses Jahr geerntet?